Hallo, mein Name ist Malte. Und ich bin Maximilian. Zusammen werden wir euch heute durch den Herstellungsprozess von Zement begleiten. Wusstet ihr, wenn man Zement mit Wasser, Sand und Kies mischt, entsteht Beton, der für den Bau von Brücken, Häusern und Tunneln benötigt wird. Zement ist daher einer der bedeutendsten Ausgangsstoffe für Beton. Aber wie wird er eigentlich hergestellt? Die wichtigsten Rohstoffe werden im Steinbruch abgebaut. Kalkstein, Ton und Mergel werden entweder durch Sprengen oder durch Reißen gewonnen. Sobald der Sprengbereich großräumig geräumt und gesichert ist, kann gesprengt werden. Muldenkipper transportieren das Rohmaterial zu den Brecheranlagen. Dort wird das Gestein grob auf die Größe von Schotter zerkleinert. Das gebrochene Rohmaterial wird anschließend über Förderbänder ins Zementwerk transportiert und in der Rohmaterialhalle eingelagert. Um Lärm- und Staubemissionen zu vermeiden, sind die Förderbänder eingehaust. Das Rohmaterial wird teilweise mit Zuschlagsstoffen wie zum Beispiel Quarzsand und Eisenerz versehen. Anschließend wird das Rohmaterial in der Rohmühle zu Rohmehl vermahlen und dabei getrocknet. Zum Trocknen wird die Abwärme aus dem Ofen verwendet. Anschließend wird das Rohmehl im Rohmehlsilo homogenisiert, das heißt gleichmäßig und gründlich vermischt. Für den Brennprozess wird das Rohmehl oben in den Wärmetauscherturm befördert. Im Wärmetauscherturm wird das Rohmehl durch heiße Prozessgase und einer zusätzlichen Feuerung im Kalzinator erhitzt und nahezu vollständig entsäuert. Bei der Entsäuerung wird das im Rohmehl gebundene Kohlendioxid ausgetrieben. Aus dem Wärmetauscherturm gelangt das bis zu 850 Grad heiße Mehl in den Drehrohrofen. Im Drehrohrofen wird das heiße Mehl zunächst vollständig entsäuert, reagiert dann über chemische Zwischenstufen weiter und es entsteht der Klinker. Dieser erreicht dabei Temperaturen von bis zu 1450 Grad Celsius. Durch die Neigung des Ofens und der Drehbewegung wird der Klinker zu Granulien geformt und in Richtung des am Ofenauslauf installierten Brenners transportiert. Am Ofenauslauf fällt der Klinker in den Klinkerkühler, wo er durch Umgebungsluft auf etwa 90 Grad Celsius abgekühlt wird. Die durch den Kühlungsprozess erwärmte Kühlluft wird abgeführt und für den Verbrennungsprozess im Ofen sowie im Kalzinator verwendet. Am Ende des Klinkerkühlers wird der Klinker mit einem Brecher zerkleinert und anschließend im Klinkersilos eingelagert. Die für den Brennprozess benötigte Energie wird aus bis zu 100% sekundären Brennstoffen bereitgestellt. Dazu gehören Kunststoff- und Textilabfälle sowie Altreifen und weitere Recyclingmaterialien. Das schont wertvolle natürliche Ressourcen. Der Klinker gelangt in die Kugelmühle hinter mir, wo er je nach Zementsorte mit weiteren Materialien wie Hüttensand, Kalkstein oder Gips zu sehr feinem Zement gemahlen wird. Das Mahlgut wird durch frei bewegliche Kugeln zerkleinert. Der fertige Zement wird nach Sorten getrennt in Silos zwischengelagert, bis er in LKWs verladen wird. Eine Vielzahl von Filteranlagen sorgt für eine effiziente Entstaubung bei allen Prozessschritten. Eine weitere Anlage für den Umweltschutz ist der Katalysator. Ähnlich wie bei Fahrzeugen trägt dieser zur Stickoxidreduktion bei. Der Zement wird überwiegend als lose Ware in LKWs und Züge verladen. Neben der Lose-Verladung besteht darüber hinaus noch die Möglichkeit, den Zement in handelsüblichen Mengen in Säcke abzupacken. Um die Rummelqualität prüfen und sicherstellen zu können, wird das Material im vollautomatischen Labor analysiert. Qualität ist wichtig. Deshalb wird der gesamte Produktionsprozess vom zentralen Leitstand aus permanent überwacht und gesteuert. Alle Daten aus den Anlagen und dem Labor laufen hier zusammen.
Für uns ist nachhaltiges Handeln ein verantwortungsvoller Umgang mit Nachbarn, Geschäftspartnern und Mitarbeitern an unseren Standorten von großer Bedeutung. Daher haben wir uns das Ziel gesetzt, bis spätestens 2050 klimaneutralen Beton anzubieten. Hierfür entwickeln wir die Herstellungsprozesse weiter, in denen CO2 vermieden oder abgeschieden und anschließend genutzt oder gespeichert wird. Auf Produktebene setzen wir auf breite Einführung immer CO2-ärmerer Zement- und Betonsorten, dem Einsatz von recycelten Materialien sowie der Nutzung neuer Technologien wie dem 3D-Betondruck.